Ihr werdet euch sicherlich fragen, wer sind die Khmer? Die Khmer sind die größte Bevölkerungsgruppe in Kambodscha. Die Kämpfer der Roten Khmer selber, die nannten sich aber nicht so. Der Name von denen war Angkar. Das war der Name für die Frontgruppe von der Kommunistischen Partei von Pol Pot. Diese hatte sich die Aufgabe gemacht, einen Agrarkommunismus unter allen Mitteln in Kambodscha zu implementieren. Dabei kamen aber ca. 1,7 bis 2,2 Millionen Menschen um. Die Zahlen kann man nur schätzen. Diese Menschen starben auf verschiedene Weisen, unter anderem, weil sie dem Ziel der Roten Khmer im Weg standen. Teilweise sind diese auch verhungert, weil die Versorgung nicht geregelt war. Oder auch in manchen Fällen war die medizinische Versorgung einfach nicht gegeben, weil natürlich, wenn man sich nur noch auf den Anbau von Reis spezialisiert, werden keine Medikamente mehr produziert und ausgegeben. Außerdem wurde die gesamte Elite des Landes, die sich nicht den Roten Khmer angeschlossen hat, teilweise auch die sich den Roten Khmer angeschlossen haben, hingerichtet, inklusive ihrer Familien und ihrer Kinder. Die Roten Khmer herrschten im Land von 1975 bis 1979. 1979 gab es eine Invasion der vietnamesischen Armee, die innerhalb kürzester Zeit die Roten Khmer aus der Hauptstadt und quasi auch aus dem gesamten Land vertrieben. Pol Pot selber wurde per Hubschrauber nach Thailand ins Exil evakuiert. Von dort aus führten sie noch viele, viele Jahre einen Guerillakrieg gegen die von Vietnam installierte Regierung in Kambodscha. Und das Interessante dabei ist, dass diese Kämpfer von der internationalen Weltbühne im Westen als rechtmäßige Vertretung für Kambodscha anerkannt wurden. Es gab 1981 zwar einen großen Protest innerhalb der USA, aber infolgedessen haben sie sich einfach umbenannt und die Strukturen und die politischen Machtgeber sind weitestgehend gleich geblieben. Die Guerillakämpfer der Roten Khmer wurden in ihrem Untergrundkampf gegen die von Vietnam installierte Regierung unterstützt von den USA, von Großbritannien und sogar von Westdeutschland. Das heißt zum Beispiel, es ist nachgewiesen, dass Regierungsfahrzeuge der kambodschanischen Regierung von den Roten Khmer durch westdeutsche Panzerabwehrwaffen zerstört wurden und britische Armeetruppen haben die Roten Khmer beim Legen von Minen ausgebildet. Es gibt eine Statistik, dass bis 2007 ca. 15% der kambodschanischen Bevölkerung durch Minen verletzt wurden. Es wurde in den 1990er Jahren ein UN-Tribunal eingerufen, um die Verbrechen der Roten Khmer zu verfolgen. Der erste Prozess, der fand 2007 statt. Ganz interessant ist dabei zu sehen, dass 1998 hat Pol Pot in seinem Hausarrest, er ist nämlich für einen einzigen Mord, der mit der Regierung selber, der Herrschaft der Roten Khmer recht wenig zu tun hat, ist er zu lebenslanger Haft verurteilt worden, die dann aber in Hausarrest endete. Und als er das dann hörte, dass er vor dem Tribunal angeklagt wurde, wurde er in derselben Nacht von seiner Frau tot aufgefunden im Bett. Also er ist niemals vor Gericht gestellt worden, er wurde nie für seine Taten zur Rechenschaft gezogen. Er ist dann am selben Tag dann noch verbrannt worden mit Müll und all seinen Habseligkeiten, aber es gibt heute innerhalb von Kambodscha ein gepflegtes Grab von Pol Pot. Was bei dem Ganzen auch noch erstaunlich ist, was ich in meinen Recherchen herausgefunden habe, die Unterstützung der Roten Khmer durch die BRD ist niemals aufgearbeitet worden. Fangen wir mit der Mütze an. Hier sehen wir eine Mütze nach dem Vorbild von Mao Zedong. Das ist der Anführer der Kommunisten in der Volksrepublik China. Dabei handelt es sich um eine einfache Arbeitermütze. Quasi das Pendant zur Schiebermütze aus dem Europa des 19. und 20. Jahrhunderts. Der Schal ist ein klassisches, traditionelles Kleidungsstück, so wie auch der schwarz-weiß karierte Schal in Vietnam. Aber hier in diesem Fall ist er rot und er hat sich bei den Roten Khmer als Erkennungszeichen der Mitglieder und Kämpfer herauskristallisiert. Bei dem gibt es mehrere Trageweisen, so wie wir es jetzt hier sehen, so zusammengeschlauft. Das sieht man bei sehr vielen Kämpfern. Die haben den aber auch direkt um die Mütze gebunden, was natürlich eine einfachere Freund-Feind-Erkennung ist.
Bei Mitgliedern der Partei hat man auch ganz oft die Trageweise gesehen, dass sie das einfach so offen um den Hals gelegt haben, wie ein Badetuch, wenn man frisch aus der Dusche gestiegen ist. Die Kleidung ist eine traditionelle Landbevölkerungsklamotte im schwarzen Leinenstoff. Auch die hat sich zum Erkennungszeichen der Kämpfer herauskristallisiert. Die wurde auch später in Oliverform getragen. Die Umhängetasche ist eine einfache Armeetasche. Hier haben wir ein vermeintlich russisches Modell. Man hat damals genommen, was es gab. Es gab ja nicht die Armeeuniform, sondern es waren wirklich wilde Kämpfer, die sich genommen hatten, was da war. Der Strick, der einen einfachen Gürtel ersetzt, der widerspiegelt sehr gut die ärmlichen Verhältnisse und auch die Einfachheit der Soldaten, der Kämpfer und des Landes. Man hatte relativ wenig. Als Schuhe sehen wir hier einfache Flipflops. Das kann man auf sehr vielen Bildern sehen, dass sie die getragen haben. Die Kämpfer der Roten Khmer, die waren sowohl im urbanen Gelände unterwegs, im ländlichen Raum, aber auch im Dschungel. Aber dennoch hatten sie immer dieses einfache Schuhwerk. Das hat wahrscheinlich auch den Vorteil, dass wenn man im Sumpf unterwegs ist, kann man natürlich keine nassen Füße kriegen. Als Waffe haben wir hier als Beispiel eine AKMS auf sowjetische Produktion, Sturmgewehr im Kaliber 7,62 x 39 mit einem 30-Schuss-Magazin. Man sieht aber auch auf ganz vielen Bildern, dass amerikanische M16A1-Gewehre genutzt wurden, die auch in großen Massen von der gestürzten Regierung erbeutet wurden. Die Ausrüstung des Kämpfers selber, die mag recht klein wirken, aber wir wollten einfach die Chance nutzen, um mal auf das Thema aufmerksam zu machen, weil wir finden das unheimlich spannend. Und wenn ihr das genauso spannend findet wie wir, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Vielleicht kriegen wir den Johnny damit überredet, dass er dazu einen Podcast in Don't Forget History macht. Falls ihr noch weitere Anregungen zu dem Video habt oder andere Themen, die ihr auch gerne beleuchtet haben möchtet, dann lasst es uns auch in den Kommentaren wissen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder.